Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Videohop von Stempelfamilie & Friends zeigen wir dir unsere ersten Favoriten aus dem Jahreskatalog 2024/25 von Stampin' Up! Ich habe mich für einen Klassiker entschieden. Das Stempelset Textured Floral und die passenden Stanzformen sind nämlich aus dem alten Katalog in den neuen Jahreskatalog übernommen worden. Und das freut mich sehr, weil ich schon letztes Jahr diese Aquarelltechnik sehr schön fand und das deshalb einfach gerne nochmal zeigen möchte. Ja, die Playlist mit allen Teilnehmern findest du am Ende meines Videos und wie immer in der Beschreibung zu meinem Video. Und dann fangen wir doch auch mal direkt an. Ich zeige dir heute die Maskiertechnik und zwar zwei Ideen dazu. Das heißt, es wird hier etwas abgedeckt und außenrum gestempelt und dann wieder was abgezogen. Und hier habe ich es einmal den außenrum etwas anders gestaltet. Das ist eine sehr simple Technik, aber ich finde, das sieht echt schön aus hier mit den Blüten. Man muss halt, es ist halt ein Papier, man muss nicht jetzt irgendwie noch was, wenn man nichts abstehen haben möchte, obendrauf, kann nichts irgendwie unten drunter. Ich finde es richtig, richtig schön, muss ich sagen. Du brauchst das Stück, dafür ein Stück Farbkarton in 14,5 x 21, gefalzt bei 10,5 und zwei Stück Farbkarton in 10 x 14, das ist für außen und für innen. Ich habe mit den Basics mit PEP einmal mit dem Stampin' Up! Abdeck Maskenpapier mir ein Stück ausgestanzt. Hier auch nochmal so ein einzelnes. Und habe das schon mal hier mittig aufgeklebt auf mein Stück Papier. Ich habe es dummerweise sofort aufgeklebt. Normal würde ich das einmal abziehen und irgendwie einmal aufs T-Shirt oder so drauf und ganz vorsichtig abziehen, damit es so ein bisschen von seiner Klebekraft verliert. Wir versuchen das gleich einfach mal. Ja, und dann wird einfach außenrum gestempelt und dadurch, dass ich hier was aufgeklebt habe, bleibt es in der Mitte frei. Hier habe ich die Stanzform von den Briefmarken genommen. Finde ich, sieht auch sehr schön aus, wohingegen es hier nicht so gut zum Vorschein kommt, dadurch, dass die Blüten halt nicht ganz durchgehend sind. Aber hier kann man das sehr gut sehen. So. Mein Stempel sieht schon so ein bisschen gebraucht aus. Das kommt einfach, weil er die Farbe, die Rottöne unheimlich gut aufsaugt und selbst wenn ich ihn reinige, geht das nicht weg, ist aber überhaupt kein Verlust, kein Qualitätsverlust, lässt sich so weiter stempeln. Meine Lieblingsfarben von den Incolors Petunienpink und Rosé. Ich liebe diese beiden Farben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Deshalb arbeite ich da auch jetzt heute nochmal mit. So. Man sieht hier nämlich, da ist jetzt auch wieder durch die Kante, ist es da nicht ganz richtig runtergekommen. Steht dadurch so ein bisschen ab. Hier drücke ich mal ein bisschen kräftiger. Ja, sieht gleich viel besser aus. Und dann machen wir jetzt das einmal rundherum voll, aber erst einmal putzen, damit man damit nicht in das nächste Stempelkissen reinkommt und sie ist ein Stempelkissen mit einer anderen Farbe versaut. So, dann hätte ich hier gerne noch ein paar Blätter, weil die sind zu groß, merke ich gerade. Nehmen wir doch mal andere. So, nehme ich die etwas kleineren Blätter. Und das hier ist grüner Apfel. Passt jetzt frühlingshaft immer noch sehr schön dazu. Und hier zu denen hier sowieso. So, die sollen hier so rundrum Blätter kriegen. Ich stempel also auch auf dieses Stück in der Mitte. Das ist völlig in Ordnung. Da sind mir Blätter nicht so gelungen, deshalb setze ich das hier nochmal an. Ja, das gefällt mir besser. Ja, ich finde, mit diesem Set kann man einfach unheimlich schöne Karten gestalten. Vor allem Geburtstagskarten mache ich da unglaublich gerne mit. Und lässt sich halt auch sehr schnell, man sieht hier, man muss nicht ganz sauber stempeln, das mag ich ja so gerne, dass man einfach so ein bisschen daneben stempelt. So, jetzt kriegen die, nee, bei denen hier lasse ich das mal weg.
Die kriegen hier jetzt keinen Blütenstempel in die Mitte rein. Dafür arbeite ich noch mit diesem Punktestempel und setze hier noch meine außenrum noch so ein bisschen, um einfach hier die restlichen Ränder noch so ein bisschen zu füllen. Hier, da hat es mir ja nicht so gut gefallen. Gehe ich noch so ein bisschen drüber. Oben so ein bisschen. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Man kann die Abdecktechnik oder die Maskiertechnik auch sehr gut verwenden, indem man zum Beispiel die Blüte ausstanzt und dann aufklebt auf die gestempelte Blüte und dann sein Grasstück darüber setzt. Sein Grasstück, die Blätter. Dann sind sie nicht so wie hier da drüber, sondern wirklich, als ob sie dahinter wären. Sieht auch sehr schön aus. So, Pinzette. Pinzette. Dann gehe ich jetzt hier einmal mit der Pinzette drunter und gucke, ob ich das abkriege. Wenn es nicht funktioniert mit der Pinzette, würde ich vom Aufhebhelfer das Skalpell nehmen und dann darunter, aber diesmal klappt es so. Und dann wirklich ganz vorsichtig abziehen, damit es nicht zu sehr einreißt. Überhaupt nicht einreißt, das wäre sehr schön. So, und dadurch, dass ich vorher nicht, die Klebekraft klebt noch sehr gut. Dadurch, dass ich das sozusagen nicht so ein bisschen entschärft habe, muss ich hier auch wirklich sehr vorsichtig arbeiten, damit keine Fasern von dem Grundweißpapier darunter mit hochkommt. Aber so geht es ganz gut. So. Ich zeige das nochmal. Das ist also, was ich abgenommen habe. Und dadurch habe ich ein perfektes Feld in der Mitte bekommen, wo ich jetzt noch einen Spruch reinstempeln kann. Und dann nehme ich von einem meiner anderen Lieblingssets, die auch übernommen wurden, oder das auch übernommen würde, Schöner Park. Das ist mich total klasse. Alles Gute zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, zum Abschluss, zur Geburt. Das ist sehr multifunktional. Lässt sich sehr gut mitarbeiten. Und dann nehme ich jetzt alles Gute. Für dein neues Abenteuer. Na, wo ist denn das für? Hier. Ich glaube, mein Stempelblock ist zu klein. Ja. Also man sollte immer einen Stempelblock nehmen, der ein bisschen größer ist, aber zu klein funktioniert auch nicht, weil dann am Rand was übersteht, nicht so die Farbe abkriegt und halt auch nicht den Druck hat, um aufgestempelt zu werden. So. Alles Gute für dein neues Abenteuer. So, jetzt gucke ich mir das nochmal von dieser Seite an und man sieht, das hier ist ziemlich krumm und schief. Deshalb richte ich mir das jetzt hier nochmal aus. Schiebe das alles nochmal dahin, wo ich es gerne hätte. Das Für hätte ich hier gerne noch ein bisschen höher. So, drücke es ordentlich fest und werde dann, das sieht heute aus auf meinem Schreibtisch hier, als ob ich normal am Basteln sei. Ich finde nichts wieder. Normal ist das nicht so chaotisch, wenn ich ein Video mache. Aber so sieht die Realität aus. So, und dann kommt der Spruch hier rein. Passt auch exakt gerade rein. Alles Gute für dein neues Abenteuer. Sehr schön. Man kann das natürlich auch vorher stempeln und dann die Abdeckfolie drauf machen. Das zeige ich dir jetzt beim nächsten Mal. Aber erst Stempel putzen. Ganz wichtig. Das Säuberungskissen ist fantastisch dafür einfach, muss ich sagen. So.
Wenn man sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das hinterher richtig klappt, ich möchte das lieber vorher einsetzen, ist das überhaupt kein Thema. Dann stempelt man so wie hier zuerst. Also wieder ein Stück Farbkarton in Weiß. Stempelt jetzt das Blütenmotiv. Und zwar, diesmal möchte ich Petunienpink nehmen. Das ist aber auch eine tolle Farbe. Also wirklich, hätte ich ja nicht gedacht. Ich bin ja kein Rosa-Fan, ne? Aber das ist echt klasse hier. So. Das ist hier nämlich eine weitere Blüte aus dem Set, die hier unten. Die setze ich mir hier so mittig drauf, drücke ordentlich fest. Und man sieht, es ist so ein bisschen unterschiedlich von den Abdrücken. Das liegt aber wirklich im Stempel. Das sieht man hier auch, da ist er blasser. Das ist mit Absicht. Das ist jetzt also nicht, dass ich falsch gestempelt habe oder schlecht. Das ist gewollt. So, weil das sieht jetzt so ein bisschen albern aus, sage ich mal, als ob da was fehlt. Und das ist auch so. Da kommen jetzt noch... Oh, was haben sie denn hier schon wieder gemacht? Habe ich noch gar nicht benutzt. Das ist wieder so... Muss man aufpassen, wenn man es abnimmt, dass es nicht einreißt. Also ganz vorsichtig. Dann Pekanuss. Aber bevor ich jetzt stempel, gucke ich mir das einmal an, wie ich das hinterher hinlege, weil die Äste sind schon an die Blüten angepasst. Dass das hier so ungefähr passt, einmal vorher draufgelegt und dann erst mit der Stempelfarbe. So, ganz langsam absenken, damit man sieht, wo man hin will. Kann man es noch ein bisschen drehen, festdrücken und jetzt sehen die Blüten besser aus. Jetzt sind sie auch miteinander verbunden durch den Ast. So, wo ist mein zweites Stück? Hier. Abdeckmasken, wie heißt das? Abdeckmaskenpapier. Wieder abziehen und diesmal entweder so auf der Hand oder einmal hier aufs T-Shirt. Aber aufpassen, dass es nicht einreißt, ist mir auch schon passiert dabei. Jetzt klebt es nicht mehr ganz so doll. Und jetzt gucke ich, will ich es so haben? Oder möchte ich meine Blüte? Ich glaube, ich möchte es so haben. Verschwindet meine Blüte darunter. In diesem Fall steht sie auch nicht über. Hier sieht man vielleicht ganz dünn, hier unten geht das grüne Blatt noch so ein bisschen weiter und hier geht das Blütenblatt so drüber. Deshalb habe ich das extra mit Marineblau ganz dick gemacht, sage ich mal, dass es ganz dunkel wurde, dass man das dann hinterher nicht mehr sieht. Aber in diesem Fall ist es egal, es ist ja komplett dahinter. Also, ich nehme meinen Blending-Pinsel. Der ist jetzt zu dunkelblau, weil ich das natürlich schon mit dem anderen gemacht habe. Die lassen sich aber ganz hervorragend unter fließend Wasser abwaschen, auswaschen, dann einfach trocknen lassen. Und ich habe jetzt nicht für jede Farbe einen eigenen Pinsel, sondern einen für hellblau, einen für dunkelblau, einen für die Grüntöne, einen für die Gelbtöne. Das geht, aber man muss sie halt zwischendurch wirklich ordentlich auswaschen. Und das funktioniert ganz, ganz hervorragend. So, dann fangen wir doch hier erstmal ganz dünn an. Das so in kreisenden Bewegungen, weil ich eigentlich nicht so dicke Abdrücke haben will, aber in diesem Fall ist das egal, weil ich es ja gleich wirklich auch noch ein bisschen dicker mache. So, ich möchte erstmal die Karte an sich eingefärbt haben. Man sieht auch hier außenrum, färbe ich gerade auch alles mit ein. Und ich achte darauf, dass ich immer diese kreisende Bewegung habe, damit ich da nicht auf einmal so einen Querstrich drin habe. Dass es gleichmäßig aussieht. Zum Rand hier ein bisschen weniger. So, und anstatt dass ich mich jetzt verdrehe, drehe ich das Papier lieber. So, hier unten noch ein ganz kleines bisschen. So, und jetzt gehe ich hier in die Vollen und gehe da richtig kräftig drauf, drücke ein bisschen mehr, kreise ein bisschen mehr,
damit das hier außenrum wirklich richtig schön dunkel wird. So, hier muss ich aufpassen, jetzt geht hier die Kante ein bisschen hoch. Das muss man dann darauf achten, dass er nicht durch die kreisenden Bewegungen da drunter gerät. Kann ich zeigen, wie nämlich hier wohl passiert. Eigentlich ist das hier ja durchgehend, aber da ist so ein bisschen Farbe mit drunter gekommen. Also, da an dieser Stelle nicht ganz gleichmäßig, aber ich finde ich jetzt nicht so schlimm. Kann man wohl mitleben. Aber man sollte beim Einfärben doch schon darauf achten, dass es nicht auf einmal an einer Stelle komplett klappt. So. So, dann möchte ich hier die Farbverläufe. Da, was sage ich? Jetzt ist auch Farbe drunter gekommen, deshalb muss ich jetzt hier ein bisschen mehr aufpassen. Dann mache ich hier auch nicht mehr so viel. Hier noch ein bisschen. Hier. So, und das war es dann auch schon. Und das hat er sich doch gerade schon an einer Stelle hoch bewegt. Hier. Ja, hier sieht man es. Da ist es mir drunter gerutscht. Die Farbe. Das ist jetzt nicht ganz so schön, wie ich es gerne gewollt hätte. Aber das werden wir jetzt einfach ein bisschen übertünchen. Ich habe mir was vorbereitet, auch von den Basics mit Pep. Habe ich so 2 Stücke gemacht. Ganz ehrlich, die baue ich jetzt hier oben so ein und dann sieht man das gar nicht. Ja, das ist die einfache Maskiertechnik. Man kann das halt auch mit Stanzformen, dass man mehrere Ebenen erzeugt, aber ich fand das jetzt erstmal ganz schön, einfach so die Technik zu sehen, was man alles mit diesem Abdeckmaskenpapier machen kann. Das hier möchte ich ein bisschen höher haben. Nehme dafür die Dimensionals, damit das ein bisschen absteht. So. Und man sieht fast gar nicht mehr davon, dass ich da ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen bin, beziehungsweise hineingeschossen bin. Dann bauen wir die Karten nochmal schnell zusammen. Und dann kann ich dir alle 4 einmal zeigen, nebeneinander. Schreib mir gerne in den Kommentaren, welche dir davon am besten gefällt und warum. Ich freue mich immer über Kommentare, über Daumen hoch. Oder wenn du meinem Kanal noch nicht folgst, dann mach das gerne. Freue ich mich immer sehr. Regt mich an, weiter zu basteln, weiter Videos zu zeigen. So. Für die, wo ich Petunienpink genommen habe. Guck mal, was habe ich denn hier gemacht? Da ist mein Farbkarton, den ich mir vorgeschnitten habe, breiter. Und zwar 10,5 statt 10. Aber ist ja nicht schlimm. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, finde ich. Steht immerhin nicht über. So. Ja, wie gesagt, gleich verlinke ich dir auch noch die Playlist zu allen anderen Videos vom Videohop Stempelfamilie und Friends. Guck mal rein, was die anderen Tolles gemacht haben, was deren Favoriten sind. Schöne bunte Mischung dabei. So. Und fertig sind meine 4 Karten. Ja, ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen und du bastelst das mal nach. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.